Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video zeigen wir euch heute, wie ihr die Performance von eurem Laptop optimieren könnt. Wir unterteilen dieses Video in zwei Abschnitte, einmal Hardware und einmal Software. Wir werden euch für jeden Tipp ein Kapitel in dieses Video einfügen. Der erste Performance-Grund, warum euer Notebook langsam werden könnte, ist Staub. Ihr öffnet ganz einfach das Notebook, entfernt den Staub. Gerade bei Lüftern ist es sehr schlimm. Da sammelt sich sehr viel Staub und danach könnt ihr das Notebook wieder zumachen und es sollte wieder besser laufen. Der nächste Tipp von uns ist das Speichermedium aufrüsten. Ganz einfach, der erste Schritt ist sozusagen einmal schauen, welches Speichermedium ihr installiert habt. Danach könnt ihr auch gleich schauen, ob auf der SSD, also auf der schnelleren Festplatte, die ihr in eurem Gerät verbaut habt, auch das Betriebssystem drauf läuft. Das ist sehr wichtig, dadurch wird viel optimiert. Falls ihr keine SSD verbaut habt, könnt ihr das Gerät auch ganz einfach mal öffnen und nachschauen, was ihr nachrüsten könnt, zum Beispiel eine M2 SSD. Diese gibt es natürlich bei uns zu kaufen. Wenn ihr noch mehr über M2 SSDs erfahren wollt, könnt ihr gerne das Video in der Beschreibung auschecken. Neben dem Prozessor und dem Grafikchip wirkt sich der Arbeitsspeicher am meisten auf die Performance aus. Prozessor und Grafikkarte sind bei den meisten neuen Notebooks nicht mehr austauschbar, sowie der Arbeitsspeicher, der meist fest verlötet ankommt. Bei einigen Geräten ist es noch möglich. Außerdem hat sich eine Nische gebildet für Laptops, welche zusätzlich Steckplätze bieten und vorhandene Komponenten leicht austauschen lassen. Wenn es möglich ist, gilt generell nur das zu kaufen, was das Mainboard auch unterstützt. Das findet ihr am besten über die Modellsuche von IPC heraus. Worauf ihr vor allem achten solltet, ist die Kapazität und die Taktfrequenz. Je höher, desto besser. Im IPC-Shop sind alle Möglichkeiten aufgelistet dafür. Habt ihr 2 Slots, achtet darauf, dass ihr beide Module mit derselben Taktfrequenz habt. Sonst wird das schnellere Modul auf das langsamere gedrosselt und euer System kann instabil laufen. Auch hier haben wir ein Video für euch gedreht auf unserem Channel, welches wir unten in der Beschreibung verlinken. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil des Videos, dem Thema Software. Kurz Werbung aus eigener Sache. Wenn ihr bei uns im Onlineshop bei ipc-computer.de euer Gerät zum Beispiel über die Modellnavigation sucht, werden euch ab jetzt neben den Ersatzteilen die Reparaturpauschalen unserer Werkstatt angezeigt. Dadurch wisst ihr sofort, was eine professionelle Reparatur kosten würde, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Generell ist es immer eine Option, Windows neu zu installieren nach einiger Zeit. Wenn ihr euer System schon seit einigen Jahren benutzt, kann es sein, dass sich viele unnötige Dateien angesammelt haben und dies euer Notebook langsamer macht. Beim Reset gibt es einiges zu beachten, dies aber in diesem Video darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb empfehlen wir euch, in YouTube tolle Videos zu dem Thema anzuschauen. Wenn ihr keinen Windows Reinstall vornehmen wollt, dann geben wir euch jetzt noch mehrere Tipps, die auch hilfreich sein könnten. Zu einem unnötige Programme zu deinstallieren, sowie aber auch Programme aus dem Autostart zu entfernen, dass sie nicht gleich von Anfang an gestartet werden, erst wenn ihr sie braucht. Also, dazu geht ihr in den Taskmanager, zu dem Reiter Details. Ihr geht auf den Arbeitsspeicher, sodass ihr ihn sortiert. Da seht ihr jetzt die höchsten Auslastungen, die sind hier so aufgereiht. Danach geht ihr auf den Reiter Autostart. Das seht ihr jetzt unter dem Reiter Status alle, welche aktiv sind. Die, wo ihr von Anfang an nicht braucht und selber öffnen wollt, könnt ihr mit Rechtsklick ganz einfach deaktivieren. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Tipp, die HDD zu defragmentieren. Dazu geht ihr ganz normal in die Suche, gebt Datenträgerverwaltung ein oder sucht nach den Partitionen. Danach macht ihr Rechtsklick auf die HDD, geht auf Eigenschaften. Danach öffnet ihr ganz einfach den Reiter Tools und geht unter Laufwerk optimieren, defragmentieren auf Optimieren auf diesen Knopf. Danach öffnet sich ein weiteres Fenster. Ihr klickt nochmal die HDD an.
und geht wieder auf Optimieren. Danach läuft für einige Zeit dieser Prozess. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Tipp, den Windows Power Plan. Dazu geht ihr ganz normal in eurem Betriebssystem auf die Suche, gebt Energieoptionen ein. Danach geht ihr unter bevorzugte Energiesparpläne auf Höchstleistung und somit verbraucht das Notebook zwar ein bisschen mehr Strom, aber dafür habt ihr mehr Leistung. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Tipp, eine Festplatte sozusagen zu bereinigen. Dafür startet ihr einen Explorer, geht auf dieser PC, geht dafür sozusagen in eure Festplatte rein, macht Rechtsklick drauf, geht auf die Eigenschaften, danach auf Bereinigen. Danach könnt ihr optional auswählen, welche Dateien gelöscht werden. Danach klickt ihr auf OK und damit startet ein kurzer Prozess und danach sind all eure Daten auf dieser Festplatte, wo ihr ausgewählt habt, bereinigt. Wir kommen jetzt zu dem nächsten und letzten Clip, die Anzeigedetails verringern bei Windows. Dazu gebt ihr in eurem Betriebssystem in der Suche ein erweiterte Systemeigenschaften. Danach öffnet sich das Fenster, ihr geht auf den Reiter Erweitert, geht auf Leistung und Einstellungen. Danach öffnet sich die Leistungsoptionen. Danach geht ihr für optimale Leistung anpassen. Danach nehmen wir jetzt uns noch 2 Häkchen vor, die wir eigentlich sozusagen empfehlen. Da kann sich aber jeder mal selber durchklicken. Danach klickt ihr auf Übernehmen und OK und der Tipp ist durchgeführt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.